Hallo zusammen. In diesem Video werde ich eine elektronische Last vorstellen und demonstrieren. Ich habe ein Päckchen erhalten, absolut neu, versiegelt. Wir öffnen es und schauen, was sich darin befindet. Es wurde gut verpackt, und darin ist unser Gerät selbst. Im Lieferumfang ist ein Adapter enthalten. Für die Euro-Steckdose, ein Netzteil, eine Anleitung. Hier ist sie. Alles ist auf Chinesisch, aber im Prinzip denke ich, werden wir damit zurechtkommen, kein Problem. Es ist sicher verpackt, ein Karton, rundherum überall irgendwelches Schaumpolystyrol. Im Großen und Ganzen ist alles unversehrt angekommen. Ein Beutel und hier ist unsere Last selbst. Hier ist ein MOSFET verbaut. Man kann bis zu 150 Watt belasten, aber ich werde nicht bis zum Maximum testen, das brauche ich nicht. Ich werde Netzteile überprüfen, und man kann auch die Akkukapazität mit diesem Gerät messen und sie trainieren. Und Ladekabel testen. Ich werde keine verrückten Lasten anlegen, daher denke ich, wird dieses Gerät lange halten. Wenn man es natürlich mit hoher Spannung, 100 bis 200 Volt, belastet, wird der MOSFET mit der Zeit degradieren, aber man kann ihn später ersetzen. Bei mir sind keine hohen Lasten geplant. Um dieses Gerät in Betrieb zu nehmen, müssen wir es mit Strom versorgen. Hinten ist ein Anschluss. Die Stromversorgung erfolgt. Hier steht 12 Volt. Und im Lieferumfang ist auch ein 12 Volt Netzteil enthalten, höchstwahrscheinlich 1 Ampere. Ja, das stimmt. Mit dem Adapter schließen wir es an. Aber ich habe bereits einen eigenen, zuverlässigen Adapter in der Verlängerungsschnur und wir schließen es an. Wenn wir es anschließen, leuchtet das Display mit grüner Hintergrundbeleuchtung auf. Und darauf werden Parameter angezeigt: Spannung, Ampere, das ist Strom, Watt, Leistung, Temperatur, Kapazität. Das heißt, wenn man die Akkukapazität misst, Wattstunden, das ist für einen Zeitraum, zum Beispiel, wie viel verbraucht wurde an Energie, und die Zeit, das heißt, die Betriebszeit wird gezählt. Und an der Last haben wir Anschlüsse für die Verbindung. Micro-USB, USB Type-C, Mini-USB und einen USB-Anschluss 5.5, sowie Kontakte zum Anschließen. Man kann einfach mit Kabeln. Das heißt, mit diesen Anschlüssen können wir Netzteile diagnostizieren, wir können Ladekabel und Kabel mit verschiedenen Anschlüssen diagnostizieren und überprüfen. Wir können testen Netzteile für Laptops, und wir können hier auch Akkus anschließen und sie auf Last testen, das heißt, ob sie die Last halten, und die Kapazität der Akkus messen, weil es hier einen Amperestundenzähler gibt. Das heißt, man kann den Akku vollständig oder teilweise entladen, bis zu einer bestimmten Spannung. Man kann hier auch diese Spannung einstellen und somit die Kapazität des Akkus messen. Jetzt werde ich es demonstrieren. Zum Beispiel habe ich ein Netzteil vom Chinesen geschickt, das laut Spezifikationen 12 Volt 5 Ampere haben soll. Aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Einfach, wenn Sie Akkus anschließen und für Ihr Auto laden möchten, das heißt, Sie können Akkus an Ihr Auto anschließen, aber in Wirklichkeit ist hier innen irgendein Schrott verbaut. Das heißt, die Gehäuse sind so gut, die Aufkleber sind auch gut. Aber wenn wir es einschalten und überprüfen, dann ist in Wirklichkeit darin höchstwahrscheinlich ein kleines 1 Ampere oder 2 Ampere Netzteil, und es entspricht nicht überhaupt den angegebenen Parametern. Ich habe es angeschlossen. Ohne Last liefert es 12,4 Volt. Und ich beginne, die Stromversorgung zu belasten. Es gibt zwei Regler, einer regelt den Strom, und dieser ist auch genau für den Strom, aber für die Feinabstimmung. Das heißt, man kann in kleinen Schritten hinzufügen. Und wir belasten. Wir sehen, bei 1,5 Ampere hält das Netzteil noch 12 Volt. Und wenn wir auf 2 Ampere erhöhen, sinkt die Spannung bereits, aber 2 Ampere kann man sagen, dass es hält. 2,5 Ampere angelegt, die Spannung fiel auf 9 Volt, das war's. Das heißt, die Spannung ist gefallen, er hält also nicht einmal 2,5 Ampere, weil bei diesem Strom die Spannung gefallen ist, obwohl sie 12 Volt betragen sollte.
Selbst wenn wir die Last auf 3 Ampere erhöhen, das war's, er ist bereits in den Kurzschluss gegangen, liefert überhaupt keine Spannung mehr. Das heißt, es ist ein minderwertiges Netzteil, und genau mit diesem Gerät kann man es beweisen, zum Beispiel, wenn man einen Streitfall eröffnet hat. Auf AliExpress die Parameter aufzunehmen, die dieses Netzteil liefert, einen Streit zu eröffnen und ihr Geld zurückzufordern, weil die Chinesen oft solchen Schrott schicken, der kaum 2 Ampere liefert, obwohl die angegebene Spezifikation 5 Ampere beträgt, und sie für 5 Ampere bezahlen, aber in Wirklichkeit ist es hier Müll. So betrügen die Chinesen, und mit diesem Gerät kann man beweisen, dass die Chinesen ihnen ein defektes Produkt geschickt haben. Und jetzt zeige ich, wie es eingestellt wird und welche Funktionen es hier gibt. Im Allgemeinen gehen wir das Menü durch, denn dieses ganze Gerät wird hier mit nur einer Taste eingestellt, was sehr unpraktisch ist. Im Prinzip kann man sich daran gewöhnen, aber wenn man es zum ersten Mal in den Händen hält, ist es mühsam, man muss diese Parameter durchklicken. Nun, im Grunde haben die Chinesen an Tasten gespart, wenn es 3 Tasten gäbe, wäre es großartig, aber man muss alles mit einer einzigen Taste einstellen. Im Allgemeinen zurücksetzen, 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 zurücksetzen. Отображению, то есть расположению строчек, где в каком месте. На первой странице у нас отображается крупными цифрами напряжение и ток. Вот у нас вольты показывают и амперы. И дальше у нас уже мощность в ваттах, ампер-часы, температура, ватт-часы и время. Zurücksetzen. Das alles kann man zurücksetzen. Wenn wir zum Beispiel mit einem Doppelklick die Amperestunden zurücksetzen, werden mit 3 Klicks die Wattstunden zurückgesetzt, und wenn wir gedrückt halten, wird alles vollständig zurückgesetzt, alle Werte werden auf 0 gesetzt. Der zweite Bildschirm zeigt alles dasselbe, nur in einer anderen Anordnung, das heißt, Spannung und Strom sind übereinander angeordnet. Im Prinzip ist es so gemacht, wie es jedem gefällt. Hier sind alle Werte mit kleinen Ziffern angezeigt. Hier haben wir auf Chinesisch Werte. Als nächstes gehen wir zu den Einstellungen. BL, das ist bei uns ständig eingeschaltet. Das ist die Hintergrundbeleuchtung unseres Bildschirms. Es leuchtet grün. Standardmäßig sind die Einstellungen bei uns. Es leuchtet. Man kann es ausschalten, komplett, oder man kann es so einstellen, dass es sich selbst nach einer eingestellten Zeit ausschaltet. Bis zu 60 Sekunden. Um es einzustellen, drücken wir 3-mal die Taste. Hier haben wir die Zeit, 59 Sekunden, und man kann durch Drücken auf 0 reduzieren. Hier ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Oh, sie leuchtet. Zum Einschalten, 2-mal die Taste drücken. Das ist zum Erhöhen. Das heißt, wir halten gedrückt. Wir erhöhen bis On, bis zum Maximum. Ständig eingeschaltet. Um es zu verringern, drücken wir 3-mal. Und dann beim Drücken. Zum Beispiel haben wir angehalten, 41 Sekunden. Um zu verringern, 3-mal drücken und dann halten. Zum Erhöhen, 2-mal drücken. Und dann halten, es wird sich erhöhen. Standardmäßig lasse ich es, wie es werkseitig war. Die nächste Einstellung ist die maximale Spannung von 150 Volt. Diese kann auch reduziert werden. Wir stellen die gewünschte Spannung ein. Wenn die Spannung höher anliegt, wird das Gerät keine Last liefern. Und der Summer wird piepen. Hier befindet sich ein kleiner Lautsprecher und das Gerät wird anfangen zu piepen. Jetzt gehe ich zurück zu diesem Menü. Hier ist es. Zum Verringern drücken wir die Taste 3-mal. Und dann kann man halten. Es wird nach unten blättern. Und dann werden wir halten. Und dann werden wir halten. Und dann werden wir halten. Wenn man erhöhen muss, drücken wir die Taste 2-mal. Der Wert hat sich erhöht. Und beim Drücken wird es sich bereits erhöhen. Ich stelle auch werkseitig 150 Volt ein. Das ist also die maximale Spannung. Die nächste Einstellung ist die minimale Spannung. 0 Volt ist eingestellt. Und auch hier drücken wir 2-mal. Und es hat gepiept. Seien Sie vorsichtig damit. Weil unser Gerät piept. 122, es mag es nicht, 123, dass der Minimalwert 124 bei uns 0,1 Volt betragen kann. 125, jetzt werde ich es anlegen.
126, jetzt hat es sich beruhigt. 127, 0,1 Volt. 128, wir haben die minimale Spannung eingestellt, 129 und das Gerät begann zu piepen. 130, weil keine 131 Spannung angelegt wird, 132 und es sich darüber beschwert. 133, das heißt, hier können wir 134 die minimale Spannung einstellen, 135 die angelegt werden kann, 136 und bis zu welchem Wert entladen werden soll. 137, diese Spannung, diese Einstellung, 138 ist dazu da, 139, wenn Sie zum Beispiel 140 Akkus mit dieser 141 Last entladen möchten. 142 und damit der Akku 143 nicht vollständig entladen wird, 144 stellen Sie 145 die gewünschte Spannung ein. 146 zum Beispiel 147 2,7 Volt. 148 und wenn der Akku 149 bis auf 2,7 Volt entladen ist, 150 zum Beispiel ein Lithium-Ionen-Akku 18650, 151, dann schaltet sich die Last ab 152 und entlädt ihn nicht 153 weiter bis auf 0. 154, deshalb wird dieser Parameter 155 genau hier eingestellt. 156, aber seien Sie vorsichtig, 157, zum Beispiel bei der Einstellung, 158, damit das Gerät nicht in einen Fehlerzustand gerät. 159, zum Beispiel, wenn Sie einstellen. 160, jetzt zeige ich es Ihnen. 161, zum Vergrößern drücken wir zweimal, zum Beispiel auf bis zu 15,5 Volt. Sie haben diese Einstellungen gespeichert, die Stromversorgung getrennt und Ihre Last zeigt an, dass die Spannung niedriger ist und ein Alarmsignal ertönt. Das heißt, selbst wenn Sie es ausschalten, Sie haben es ausgeschaltet, schalten es wieder ein und Ihr Gerät schreit und Sie können diese Einstellungen nicht zurücksetzen, weil ein solcher Alarm ausgelöst wird. Das heißt, Sie müssen zuerst die Stromversorgung anschließen. Aber wenn Sie einen zu hohen Wert einstellen und Sie kein Netzteil haben, zum Beispiel für 24 Volt, wie ich es habe, das ich anschließen kann. Der Alarm hat sich ausgeschaltet. Der Alarm hat sich ausgeschaltet. Und jetzt kann ich diese Einstellungen reduzieren. Aber wenn ich kein Netzteil gehabt hätte, für 15 Volt, sondern nur für 12 Volt, und ich hier 15,5 eingestellt hätte, dann hätte ich diese Werte nicht reduzieren können. Und es hätte die ganze Zeit gepiept. Ich hätte ein Netzteil suchen müssen. Ich habe den Wert auf 0 zurückgesetzt. Jetzt wird es nicht mehr piepen. Der nächste Parameter ist der maximale Strom, eingestellt auf 10 Ampere. Das ist der maximale Strom, den wir hier einspeisen können. Man kann diesen Wert reduzieren, 202, zum Beispiel 203, 2,5 Ampere. 204 und Sie können hier nicht mehr als 2,5 Ampere 205 einstellen, 206, weil hier die Einstellung 207, 2,5 vorgenommen wurde, 208. Das heißt, Sie können 209, zum Beispiel Akkus schützen, 210, um sie nicht versehentlich mit einer Last zu überlasten, 211 oder das Netzteil nicht zu beschädigen, 212 oder das Netzteil nicht zu beschädigen. 213. Wir stellen also 214 eine Strombegrenzung ein. 215. Das Maximum liegt bei 10 Ampere. 216. Im Allgemeinen, 217 ist das nächste die Leistung. 218 wird genauso eingestellt. 219. Zweimal drücken, 220. Es erhöht sich, 221. Dreimal drücken, es verringert sich.